Hi, heute wollen wir wieder über Pilzkrankheiten am Bonsai sprechen. Angekommen sind wir bei Stamm, Ästen und Zweigen. Vorher waren wir bei Wurzeln. Wer das Video von den Wurzeln verpasst hat, ich hau das auf jeden Fall noch am Ende in die Endcard zusammen mit der Playlist und da kann sich das jeder, wenn er mag, noch angucken. Okay, was können wir alles antreffen an unseren Bonsais? Wir können auf jeden Fall Geschwüre und Nekrosen an Ästen, Zweigen antreffen von Laubbäumen und Nadelbäumen. Manche Pilzarten verursachen Geschwüre und Nekrosen an Rinden. Beispiel hier wäre der Obstbaumkrebs, kommen aber noch andere dazu. Dann haben wir zum Beispiel die Nectria, das sind Pustelpilze, ganz bekannt ist der Rotpustelpilz am Ahorn. Und die Zytospora Rindenkrebs an Hainbuche oder Eibe. Kommt Gott sei Dank ein bisschen seltener vor, aber der Vollständigkeit halber wollen wir es auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Also jedes Welken ohne erkennbaren Grund muss zum Anlass genommen werden, dass die Rinde gründlich zu untersuchen ist. Prävention im Herbst und Winter gegen Pilzkrankheiten ist immer ein Spritzen mit Kupfer oder Schwefel. Schwefel haben wir in unserem Gin-Mittel drin, also müsst ihr mal eine Anleitung, auf jeden Fall Gin-Mittel verdünnt, kann man super als Winterspritzung benutzen. Hilft auch gegen Spinnenmilben, aber das ist wieder ein anderes Thema, da kommen wir dann in anderen Videos dazu. Der Obstbaumkrebs. Kommen wir zum Obstbaumkrebs. Verursacher hier ist Nectria galligena. Das ist eine Art Pustelpilz, also der verursacht den Krebs. Vorkommen hauptsächlich auf Apfelbäumen, leider aber auch anderen Arten wie Hainbuche, Buche, Esche und Ahorn. Geschwüre können an allen verholzenden Pflanzenteilen, Stamm, Ästen, Zweigen auftreten. Anzeichen sind hier lokale Verfärbung der Rinde, es bilden sich rotbraune Flecken, die Rinde wird weicher, die Stellen breiten sich aus, schwellen an und reißen auf. Die Fruchtkörper des Pilzes erscheinen in Form von weißlichen Pusteln auf jungen Trieben und rötlichen Körnchen auf älteren Krebsgeschwüren. Kommen wir zur Prävention. Eine Behandlung mit einem kupferhaltigen Fungizid im Herbst und Winter. Der einzige negative Effekt ist, ihr habt eine bläuliche Färbung der behandelten Pflanzenteile, aber das geht dann bis zum Frühjahr eigentlich wieder weg. Dann ist noch ganz wichtig, das predige ich eigentlich immer und versuche es auch immer irgendwie ein bisschen mit reinzunehmen. Schnittstellen sind immer gut zu versorgen, also das ist ganz wichtig, immer Wundbehandlung machen. Behandlung, keine Heilung möglich. Befallenes Gewebe muss bis ins gesunde Holz entfernt werden. Also das ist bei unseren Bonsai echt schwierig. Weil wenn man große Äste, die man wirklich braucht, entfernt, dann hat man eigentlich schlechte Karten. Und dann noch eine Sache, Werkzeuge nach Eingriff immer desinfizieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Kommen wir zum Stammkrebs der Eibe. Krebsbildung geht von abgestorbenen Ästen aus. Das sieht man ganz genau, wenn irgendwo, also wenn man mal Bilder im Internet sucht nach Stammkrebs Eibe, sieht man ganz genau das eine Bild, wo man einen abgestorbenen Ast hat und dann ist so eine Ellipse. Das sieht man, da bekommt so eine Ellipse daraus. Ausbreitung eher vertikal, was zu elliptischen Ausbildungen führt. Rinden und Holzstücke sterben ab. Es bilden sich ca. 10 cm große Knollenfruchtkörper. Kommen wir zu zwei weiteren Themen. Birngitterrost und Blasenrost. Also der Birngitterrost ist ja jedem bekannt und es sind doch immer echt traurige Posts bei Facebook, wenn welche schreiben, ja, Birngitterrost, wenn man dann schon sieht, die gelben Auswucherungen und die Leute kriegen dann alle gesagt, ja, kannst du ins Feuer hauen. Aber naja, gucken wir uns die Sache mal an. Wir haben einen Blasenrost an der Rinde, das ist Chronatrium ribicola. Das sind manchmal ganz schön verrückte Namen, aber ich sage euch gleich, was mit ribicola gemeint ist. Bei 5 nahtlichen Kiefern, Rostpilz der Johannisbeere, da haben wir dieses ribicola. Johannisbeere ist lateinisch ribis, also das passt irgendwie immer alles zusammen. Befällt verursacht bei 5 nahtlichen Kiefern baumkrebsartige Verletzungen an der Rinde. Merkmale: Verletzung an der Rinde an 2- bis 3-jährigen Zweigen, aus denen Harz austritt. Behandlung: Entfernung der von Geschwüren befallenen Pflanzenteile. Kommen wir zum Blasenrost an der Rinde bei 2 nahtlichen Kiefernarten.
Betrifft vor allem die Waldkiefer. Der Blasenrost ist auf jeden Fall gefährlicher als die zuvor beschriebene Variante, hat dieselben Symptome und kann das Absterben des Baums zur Folge haben. Behandlung, gleiche Behandlung wie im Beispiel vorher. Kommen wir als letztes zum Birnengitterrost am Wacholder. Hier muss man sagen, dass ich das selber auch noch nie wusste, aber es durfte eigentlich nie bloß Birnengitterrost heißen, sondern es gibt noch viele weitere andere Pflanzenarten, die der Wacholder als Zwischenwirt nimmt. Ich habe nachher mal eine kleine Liste aufgelistet, die ist wirklich lang, deswegen ist bloß ein kleiner Ausschnitt der Liste, da seht ihr alles mal, was alles davon befallen werden kann. Also das sind die Kupferfelsenbirnen, Weißdorne, alles Mögliche kann quasi vom Birnengitterrost am Wacholder befallen werden. Aber gucken wir uns die Sache mal an. Anzufinden an fast allen Wacholderarten. Heimische Arten sind weniger anfällig. In Gärten mit Birnenbäumen muss der Bestand auf orangene Flecken auf den Blättern der Birnen kontrolliert werden. Also das ist klar. Wenn ihr einen Birnenbaum habt und ihr seht, der kriegt orangene Flecken, dann gebt ihr eurem Wacholder besser irgendeinen Freund oder sowas, der keine Birnenbäume hat, weil dann wird es echt gefährlich. Merkmale: Der Wacholder nutzt die Birne als Zwischenwirt. Bei den Birnen bilden sich orange-schwarze Blattflecken, ich habe auf jeden Fall nachher auch noch Bilder dafür, die im Spätsommer Sporenlager bilden. Beim Wacholder bilden sich orangefarbige, gallertartige Lappen. Beim Juniperus communis, das ist der Igelwacholder, bilden sich schwarze Lappen. Also das sind dann diese ganz ekligen Dinger, die dann so runterhängen. Behandlung: keine Heilung möglich. Durch Rückschnitt kann etwas vermindert werden. Aber das ist auch so eine Streitsache. Viele sagen, wenn man Birnengitterrost am Wacholder hat, die meisten sagen, schmeißt sie weg oder verbrennt sie. Ja, es ist ein Streitthema. Es ist auch echt schwierig, jemandem zu sagen, hey, du kannst dein Bonsai jetzt verbrennen. Es ist und bleibt ein schweres Thema. Hier die Liste, man kann es ein bisschen schwer erkennen, aber man findet zum Beispiel die Kupferfelsenbirne, Weißdorn, Apfel, Eschen, findet man alles, wo man Rost drauf kriegen kann. Hier haben wir jetzt noch das Bild von dem Birnenblatt. So sieht der Birnengitterrost auf der Birne aus. Ihr seht die orange-schwarzen Flecken, ganz typisch. Wer sowas hat, sollte auf jeden Fall, da sollten alle Alarmglocken läuten. Hier sehen wir jetzt die sogenannten Sporenlager. Die befinden sich auf der Blattunterseite. Ihr seht im Hintergrund, also ihr seht unten noch die orangene Färbung. Das ist dann von der anderen Seite, es ist ja orange, das hat man ja gerade im vorhergehenden Bild gesehen. Wichtig ist hier zu wissen, es bringt wirklich nichts, wenn man sagt, man tut die Wacholder irgendwie um die Ecke stellen oder sowas. Die Sporen fliegen wirklich weit, also das ist das einzigste Problem. Und ja, es ist ein scheiß Thema, der Birnengitterrost, aber wir müssen es auf jeden Fall mal besprechen. So, da sind wir angekommen beim Wacholder. Das ist diese orangene Auswucherung, die ich gemeint habe, diese Gelee-artige Auswucherung. Das ist leider das Problem. Wenn wir das haben, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Man kann versuchen, das wegzuschneiden. Wie gesagt, das ist so ein Streitthema. Viele schneiden das weg und sagen, okay, das geht. Aber meistens ist es so, das wandert dann eigentlich durch den ganzen Baum. Also die Sporen sind eigentlich überall. Aber wer das will, kann das probieren. Ich habe auf Arbeit auch in ein paar Parkanlagen Wacholder. Die können wir auch nie einfach wegschneiden. Die bleiben dann einfach. Das ist einfach so. Du kannst ja nie überall die Wacholder rausreißen. Bei denen ist das dann so. Das trocknet dann irgendwann ein. Das werden dann aber ganz hässliche Verdickungen. Also es ist wirklich dann so, da ist ein Stamm oder ein Ast, der einen Zentimeter stark ist, der ist an der Stelle, wo der Birnengitterrost drin war, dann auf jeden Fall 3 Zentimeter stark. Also das ist dann so eine richtige Verwucherung und das würde bei uns beim Bonsai nie schön aussehen. Deswegen ist es leider so, dass wenn man einen Birnengitterrost hat, dass man eigentlich sagen kann, den muss man verbrennen. Warum eigentlich verbrennen? Verbrennen ist wichtig. Wenn man den irgendwo auf den Kompost haut, trägt man die Krankheit wieder weiter. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Deswegen sagt man bei solchen Sachen besser verbrennen oder halt wirklich in eine Verbrennungsanlage oder sowas, wenn man jetzt im Garten kein Feuer machen kann, dann auf jeden Fall irgendwo, wo man auch weiß, dass es ordentlich entsorgt wird. Gut. Das soll es für heute mal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Es sind halt, wie gesagt, trockene Themen.
Aber wir haben es mit den Pilzkrankheiten bald geschafft. Wir gehen dann über in die Blätter, Blüten und Früchte. Das mache ich dann auch wahrscheinlich dann in einem Video, weil das ist dann zu viel. Und da gucken wir uns mal an, was uns da so erwarten kann. Und dann sollte es weitergehen mit Schädlingen. Wenn wir mit den Pilzkrankheiten durch sind, machen wir Schädlinge. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Video mit einschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.